Menschen sind soziale Lebewesen. Dir ist in den letzten Tagen oder Wochen sicher aufgefallen, längere Zeit zu Hause bleiben zu müssen, ist langweilig und kann dich an deine Grenzen bringen. Hier kommen ein paar Tipps, wie du deine mentale und körperliche Gesundheit trotz Quarantäne stärken kannst. Mach etwas Kreatives. Malen, zeichnen, ein Instrument spielen. Es gibt viele Möglichkeiten. Schreiben, fotografieren, singen und so weiter. Leg dir Routinen zu. Plane deinen Tagesablauf. Egal ob für den Sport, die Hausarbeiten oder das Kochen. Strukturen können sehr hilfreich sein. Nutze die Zeit, um etwas Neues zu lernen. So hast du das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Lerne Deutsch mit dem Hallo Deutschschule YouTube-Kanal. Probiere ein neues Rezept aus. Feile an deinen Tanzmoves. Bleib in Kontakt mit deinen Freunden und deiner Familie. Zum Beispiel über virtuelle Treffen. Nur weil du zu Hause festsitzt, bedeutet das nicht, dass du dein soziales Umfeld nicht pflegen kannst. Schau zu dir selbst. Mach Sport, meditiere, iss gesund. Nimm dir Zeit und mach etwas für dein Wohlbefinden. Erledige Dinge, die du zu Hause lange aufgeschoben hast. Sortiere deine Kleider, schneide den Rasen oder repariere das Waschbecken. Es fühlt sich gut an, diese Sachen zu erledigen und von deiner To-Do-Liste zu streichen. Organisier deine digitalen Dokumente. Das ist auch der richtige Zeitpunkt, um auf deinem Computer Ordnung zu schaffen und deine Dateien zu organisieren. Beschränk deinen Medienkonsum. Verfolge die Nachrichten und informiere dich über die neueste Entwicklung, aber übertreib es nicht. Immer wieder das Gleiche zu lesen kann dich deprimieren. Such im Notfall Hilfe. Wenn es nötig sein sollte, such Hilfe von einem anerkannten Psychologen oder Coach. Das ist eine schwierige Zeit. Es ist wichtig, so gut es geht, darauf zu schauen, dass es dir gut geht. Wortschatz: Lies. Hör zu. Sprich nach. Freunde treffen. Freunde treffen. Er trifft Freunde. Er trifft Freunde. Er hat Freunde getroffen. Er hat Freunde getroffen. Fernsehen. Fernsehen. Sie sieht fern. Sie sieht fern. Sie hat ferngesehen. Sie hat ferngesehen. Trainieren. Trainieren. Er trainiert. Zu Hause. Er trainiert. Zu Hause. Er hat zu Hause trainiert. Er hat zu Hause trainiert. Tanzen. Tanzen. Sie tanzt. Sie tanzt. Sie hat in der Disco getanzt. Sie hat in der Disco getanzt. Lesen. Lesen. Er liest ein Buch. Er liest ein Buch. Er hat ein Buch gelesen. Er hat ein Buch gelesen. Spielen. Spielen. Sie spielt Karten. Sie spielt Karten. Sie hat Karten gespielt. Sie hat Karten gespielt. Malen. Malen. Er malt ein Bild. Er malt ein Bild. Er hat ein Bild gemalt. Er hat ein Bild gemalt. Putzen. Putzen. Sie putzt die Toilette. Sie putzt die Toilette. Sie hat die Toilette geputzt.
Sie hat die Toilette geputzt. Kochen. Kochen. Er kocht das Essen. Er kocht das Essen. Er hat das Essen gekocht. Er hat das Essen gekocht. Waschen. Waschen. Sie wäscht die Kleider. Sie wäscht die Kleider. Sie hat die Kleider gewaschen. Sie hat die Kleider gewaschen. Bügeln. Bügeln. Er bügelt das Hemd. Er bügelt das Hemd. Er hat das Hemd gebügelt. Er hat das Hemd gebügelt. Beobachten. Beobachten. Sie beobachtet die Nachbarn. Sie beobachtet die Nachbarn. Sie hat die Nachbarn beobachtet. Sie hat die Nachbarn beobachtet. Hören. Hören. Er hört Musik. Er hört Musik. Er hat Musik gehört. Er hat Musik gehört. Gießen. Gießen. Sie gießt die Blumen. Sie gießt die Blumen. Sie hat die Blumen gegossen. Sie hat die Blumen gegossen. Schlafen. Schlafen. Er schläft im Bett. Er schläft im Bett. Er hat im Bett geschlafen. Er hat im Bett geschlafen. Was kann man zu Hause noch machen, um sich die Zeit zu vertreiben? Schreib es in die Kommentare. Was kann man zu Hause noch machen, um sich die Zeit zu vertreiben? Schreib es in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Abonniere unseren Kanal. Hat dir das Video gefallen? Abonniere unseren Kanal.